Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Heute mal ohne Mikrofon, hoffentlich halt das nicht zu sehr. Mal schauen, da müssen wir jetzt durch. Die Mikrofone habe ich im Bus vergessen. Kommt schon mal vor. Wir machen heute etwas ganz Leckeres, wieder aus Gaziantep. Und zwar heißt das Ali Nazik. Ja, der feine Ali oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Keine Ahnung, warum die das so genannt haben. Auf jeden Fall ist das etwas mit Auberginen. Wenn euch das interessiert und ihr das nachkochen wollt, dann bleibt dran. Nach dem Intro. Unsere klassische Ansicht, heute gibt es nicht allzu viel. Ich habe hier 2 Auberginen, dann habe ich hier 2 Knoblauchzehen und gemischt Rind mit Lammfleisch. Normalerweise nur Lammfleisch, aber Lamm ist ein bisschen zu teuer. Deswegen kann man das auch mit Rindfleisch mischen. Das wird nachher hier in so einem Backblech aufgelegt und der Ofen ist auch schon vorgeheizt. Bleibt dran, wenn ich anfange zu kochen. Es geht los. Das haben wir hier schon fertig. Und zwar ganz einfach. Im Prinzip, wie viel ihr seid, wir sind zu zweit, 1, 2 Personen. Wenn ihr 3, 4 Personen seid, könnt ihr auch noch mehr Auberginen dazu nehmen. Die sind gewaschen, so wie es ist. Einfach mal zack, zack, zack einstechen. Warum? Damit die nicht platzen. Die werden hier einfach so reingelegt. Das gleiche mit den Kollegen hier auch. 1, 2, 3. So willkürlich. Könnt ihr auch so das Messer nehmen. Ja, so, wie gesagt, Ofen ist ja schon vorgeheizt. Ich nehme euch trotzdem mit, damit ihr sehen könnt, was ich da mache. So, ich habe Obergrill, Untergrill, alles an. Normalerweise nur oben, müsste reichen. Die werden hier einfach mal so reingelegt. Ab und zu mal gucken, wenden, die müssen richtig braun, knusprig werden. Oder sogar fast angebrannt sein. Die Schale wird sowieso weggeschmissen. Wichtig ist der Innenteil. In der Zeit machen wir schon mal das Fleisch fertig, Leute. Noch etwas Besonderes. Wir machen das ja nachher mit Joghurt. Wenn ihr euren Joghurt im Kühlschrank habt, nehmt ihr jetzt schon mal raus. Dann kann das schon mal auf Zimmertemperatur sich erwärmen. Weil das ist dann nicht gut, unten kalt. Dann wird er ja verarbeitet mit dem Inneren von der Aubergine und oben dann auch noch heiß und ganz unten drunter kalter Joghurt, das passt nicht. Ja, wenn das auch schön lauwarm ist, dann ist es natürlich umso interessanter. Deswegen legen wir den mal zur Seite, obwohl wir den jetzt auch schon fertig machen können, aber Step by Step sage ich nur, wir gehen jetzt erstmal an das Hackfleisch ran. So, bleibt dran. So, auf geht's. Unsere Bratpfanne, erstmal Ofen an, so auf 8. Wir braten das nachher noch mit Seitanjin, Olivenöl, aber jetzt erstmal, weil hier ist ja schon Fett drin, wie gesagt, das ist jetzt gemischt, Rind und Lamm. Den Unterschied sieht man ja, hier ist auch mehr Fett drin. Und vom Geschmack her natürlich auch. So, erstmal in seinem eigenen Saft, eigene Fett, leicht anbraten lassen, dann kommt Öl rein. Im Prinzip nur 1, 2, 3 Zutaten reicht. Es gibt andere Köche oder andere Familien, die das anders machen. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel, ach, da muss noch Paprika rein, da muss noch grüne Paprika rein, rote Paprika rein, Zwiebeln machen auch welche rein. Das ist euch überlassen, Leute. Aber wenn ihr die Tradition von Gaziantep beibehalten wollt, dann könnt ihr das so machen, wie ich das mache. Ich frage nämlich immer meinen Vater und der hat schon lange in Gaziantep gelebt und weiß, es gibt einen Imam Usta oder so heißt der in Antep. Wenn man da hingeht und sagt, wie wird das gemacht, Ali Nazik, ne, und erzählt, kommt da das rein, dies rein, der lacht euch aus, sagt mein Vater. So, aber ich kenne das auch eigentlich so von meinem Vater, wenn wir das für uns gemacht hat früher.
dass da eben halt keine weiteren Zutaten reinkommen. So, jetzt warten wir, bis das ein bisschen warm wird, dass der Fett sich so langsam löst. Dann machen wir weiter, Step by Step. Wunderbar, ich kann das schon einmal so wenden. Seht ihr, das klappt wunderbar hier mit diesem Holzlöffel. Damit eben halt, wenn ihr hochwertige Pfanne habt, es nicht kaputt macht mit Löffel, Messer, Gabel etc. Ne, Holzlöffel ist da ideal. Aber noch kein Salz oder was hinzugeben. Erstmal gucken, dass das Öl raus ist. Ihr seht schon, der löst sich das ganze Öl. Ihr könnt natürlich auch ganz klein, fein geschnittene Gulasch draus machen. Wenn ihr kein Hackfleisch zur Hand habt, geht natürlich auch. Ihr könnt das mit Hähnchenfleisch, ihr könnt das mit was weiß ich für ein Fleisch, was gerade da ist. Und da wir Moslems eben halt Rind und Huhn und Lamm essen, ist das für uns ideal. Letztens hat einer gefragt, darf man da auch Schweinefleisch nehmen? Jedem selbst überlassen. Ich kann jetzt ja hier nicht als Moslem hier euch Schweinefleisch hier zubereiten, Leute. So, das hört sich schon mal gut an, dann merkt ihr, es ist kein Öl mehr da, jetzt schreit er nach Öl. Wir wollen ja auch nicht, dass das Fleisch ganz trocken wird, deswegen geben wir ihm jetzt schon mal reichlich, sage ich mal, weil das soll ja auch nachher den Joghurt bedecken und ganz zum Schluss, da kommt sogar noch eine Überraschung drauf. Wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr das. Den können wir jetzt auch schon runterstellen. Der soll ja in seiner Hitze bleiben, sonst ist der gleich fertig und schon angebrannt alles. Und die Auberginen sind noch nicht so weit. So, jetzt wird es Zeit schon mal mit dem Salz. Einfach so, Pi mal Auge. Im Prinzip, wenn ihr mit Löffel machen würdet, einen ganzen Teelöffel reicht. Dann habe ich hier Pulver, Paprika, damit es ein bisschen rötlich wird. Diesmal habe ich geholt, der ist richtig scharf, mit dem muss ich aufpassen. Nicht zu viel verwenden. So, das gibt schon eine schöne Farbe. Manche, die machen noch Salsa rein, manche tun noch Zwiebeln rein, Paprika rein, wie ich das euch schon mal gesagt hatte. Aber hier, so wird das bei uns gemacht. So, wie gesagt, ich habe ihn auf ganz kleine Hitze, damit er so ganz langsam vor sich hin. Der soll ja nicht knusprig werden oder hart werden. In der Zeit haben wir gleich die Auberginen fertig. Der ist soweit alles, der kommt als Überlage, sage ich mal, da drauf. So, ein Update zu den Auberginen. Jawohl. Ah, wird schon weich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da können wir den schon mal so drehen. Also geht's nicht. Ich muss den mal rausnehmen und beide Seiten noch mal drehen. Die Seite ist schon, ja, wird schon weich. Einmal umdrehen, bitte. So, jetzt kommt unser Joghurt ins Spiel. Da brauchen wir einen Löffel für. Ich nehme hier den von Gazi immer, der ist immer gut. Einfach mal komplett so einen Liter rein. Je mehr Joghurt oben drauf ist, desto leckerer schmeckt es natürlich. So. Den erstmal so richtig rühren, dass er nicht klumpig ist oder so. Ja, der ist gut. Der ist sogar noch, ne, den könnte man ein bisschen sogar noch verdünnen, aber der ist gut. Wir lassen das jetzt so. Ja, morgen habe ich zwar Arbeit, aber um euch das zu zeigen, ich habe hier eigentlich 2 Zehen, ich nehme nur eine Zehe. Sicher ist sicher, wer weiß,
wer morgen alles einsteigt, vielleicht hübsche Frauen oder so, da wollen wir ja nicht stehen. Warum habe ich jetzt auf einmal diesen kleinen? Normalerweise benutze ich immer den großen. Wo ist er? Hier ist er. Das ist der richtige. So. Der wird natürlich mit Knoblauch wie eine Art Tzatziki. Seht ihr, da könnt ihr das so schön fein schneiden. So. Zack. So, haben wir jetzt auch schon fertig. Ja, jetzt warten wir nur noch auf die Auberginen. Die habe ich ja auch schon mal umgedreht. Die müssen auch gleich fertig sein. Die werden gleich hier schön geschält, klein gemacht, da rein. Da haben wir schon fast fertig. Bleibt dran. So, da sind unsere beiden Kollegen. Wie ihr sehen könnt, sind die schon richtig auch weich. Könnt ihr sehen. Die müssen jetzt geschält werden. Da warten wir noch, bis es ein bisschen kälter wird, sonst verbrennen wir uns die Pfoten. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch, wie man die klein macht. Und da sind wir auch schon fast fertig. So, wir versuchen es mal. Mal gucken, ob wir das schon schaffen. Die Köpfe erstmal weg hier. Oh, ist noch heiß. Normalerweise muss das eigentlich von alleine fast abgehen, wenn man das hier so richtig... Ja, seht ihr? Gewusst wie. Auch wenn die warm sind. Die sollen ja ein bisschen warm auch auf dem Joghurt sein. Ne? Aber wie ihr sehen könnt, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Wenn ich das alles gemacht habe, glaube ich, dann melde ich mich wieder. Sonst habe ich gleich keine, sagt schnell, Speicherplatz mehr. Hier so ein bisschen anschneiden und dann einfach so abziehen. Guckt mal jetzt. Ja. Das ist ein bisschen die mühselige Arbeit, aber es lohnt sich nachher. Wie gesagt, wenn ich alles gemacht habe, melde ich mich wieder, wenn ich die zerkleinere, ja? So, fertig. Jetzt können wir auch noch so ein bisschen Salz hier in unser Joghurt tun. Haben wir vorhin vergessen. So, wie ihr sehen könnt, die Kollegen sind jetzt nackt. So, einfach mal hier so rum. Den auch. Könnt ihr auch so zusammentun, wie ihr wollt. Und jetzt wird das so ein bisschen, ich habe die Kamera mal auch so gestellt, damit ihr das so sehen könnt. Ist noch warm alles, aber so wird das gegessen. Erstmal schneiden und dann kommt das Hacken. So, und jetzt kann man das hier so ein bisschen das ist so schön. Jetzt werdet ihr sagen, was für 2 Personen, wirklich Leute, das reicht für 2 Personen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier auch noch mal so ein bisschen, nicht viel, so ein bisschen Salz. So, manche die machen das jetzt erst auf den Teller und dann Joghurt drauf. Aber ich habe mir gedacht, wir mischen das schon direkt in Joghurt rein. Dann haben wir das schon direkt fertig. Dann ist überall mit Joghurt schon verdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Vater das macht. Das habe ich vergessen zu fragen. Das machen wir jetzt aber trotzdem jetzt mal so.
gucke nämlich immer 12 Uhr, wenn das Video online ist. 5 Minuten später ist er schon da und 10 Minuten später ruft er auch schon an. Da hast du was falsch gemacht. So. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Guckt doch mal. Ja. Jetzt wird das in allen Seiten richtig schön verteilt. Ja. Wisst ihr jetzt, warum ich gesagt habe, Joghurt ein bisschen Zimmertemperatur lassen, nicht direkt aus dem Kühlschrank? So, weil wenn man das jetzt probiert, ist es immer noch warm. Wirklich lecker. Wir können noch ein bisschen Salz. Oh, ich schmecke nur schon direkt den Knoblauch. So. Ich serviere das jetzt. Aber ne, es kommt ja noch etwas. Die Überraschung kommt. Wartet. Es geht weiter. Das ist die Überraschung, Leute. Und zwar Butter. Ja, Tellerjahre. Einfach mal hier ein bisschen an. Das kommt dann nachher hier so drauf. Ruhig ein bisschen mehr. Das schadet nicht. Ich habe euch nur erzählt, ich mache gerade eine Diät, die heißt ketogene Ernährung. Und da ist wirklich nur Fett und so. Deswegen kann ich dieses Essen auch genießen, ohne Reue zu haben, dass ich dick werde oder die Diät kaputt mache. Wie gesagt, wenn dieser Kanal irgendwann mal nicht mehr so gut läuft und ich genug abgenommen habe, ich dokumentiere das jetzt im Moment alles, dann machen wir hieraus einen Ernährungskanal für Übergewichtige auf Türkisch und Deutsch. So, das hört sich doch schon mal gut an. So, hier können wir schon unser Fleisch verteilen. So, das ist für die Tochter. Seht ihr, so sieht das aus. Der ist auch schon fertig, den können wir auch schon hier auf klein stellen. Jawohl. So ein bisschen anbrennen lassen noch. Da kommt jetzt auch noch mal rote, das ist aber jetzt mild, ist kein scharfes. Es geht mir nur um die Farbe. Jawohl, und das kommt jetzt hier einfach so drüber. So, der Rest ist für die Tochter und fertig ist unser Essen. Ja, mal gucken, ob ich das noch schaffe am Tisch, weil ohne Mikrofon ist das eigentlich blöd, aber wir sehen uns gleich am Tisch beim Probieren nochmal wieder. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Das halt hier schon, deswegen will ich nicht so viel reden. Jetzt werdet ihr sagen, wo der Mehmet Oje trinkt jetzt Bier. Nein, das hat ein Kollege, ein russischer Kollege bei mir auf dem Training. Mittwoch hat er mir das gegeben. Der weiß, dass ich hier Kochkanal mache. Sagt, stell doch mal hier unseren. Das ist angeblich ein Brausegetränk. Der sagt sowas wie Gazoz, Uludar. Bin ich mal gespannt. Aus irgendwelchen so Kräutern. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Russen seid. Hier steht alles auch auf Russisch drauf. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Das wollte ich probieren. Den öffnen wir natürlich mit unserer Mehmet Oje. Ja, das ist ein Fanartikel. Könnt ihr übrigens auch kaufen bei mir im Online-Shop. Mit das probieren wir das mal. Ist mit Kohlensäure, ich merke das schon. Oh, wie Waldmeister. Aha. Okay. Ich weiß nicht, ob das hierzu passt. Normalerweise Ayran. Aber den probieren wir mal zuerst. Moment. Kann man trinken. Ja, passt aber allerdings nicht hierzu. Wenn ihr Interesse habt im russischen Laden, so ein grünes Zeug,
könnt ihr euch besorgen. So, jetzt aber zu unserem Gericht hier. Ein Finger breit, sagt immer jemand. Jetzt haben wir hier ein bisschen verkleckert. Egal. Wir probieren jetzt mal. Optimal. Bisschen Pfeffer noch drauf, bisschen Salz fehlt auch noch ein bisschen. Aber ansonsten ein leckeres, gelungenes Essen wie immer. Leute, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr immer wieder neue Überraschungen von Mehmet OE sehen. Und wie gesagt, wenn ich mal abgenommen habe, ich habe jetzt im Moment 5 Kilo abgenommen in 10 Tagen. In 10 Tagen und gesund. Und ihr seht, was ich alles esse. Ist eine ganz besondere Art der Diät, aber dazu später noch mehr. Okay? In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Euer Mehmet OE.